Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Unicycle-Channel. Heute möchte ich euch vorstellen, welches Einrad ich fahre, warum ich dieses gewählt habe und was die Vorteile für mich persönlich sind. Los geht's! Ich bin 2019 zu Med4One gewechselt, genauer gesagt zum Med4One for Freestyle Einrad. Eins vorneweg, dieses Video hier ist eine Kooperation mit Med4One. Ich sage aber meine ganz persönliche Meinung, teile meine Erfahrungen hier mit euch und habe das Rad natürlich damals auch selbst gekauft. Zuvor bin ich sehr lange Zeit erst ein Stahleinrad gefahren und dann irgendwann doch auf Alu gewechselt. Dazu muss man eins wissen, ich tue mich allgemein etwas schwer, mich auf neue Dinge einzulassen und umzustellen. Deswegen habe ich so lange damit gewartet. Habe mir aber erhofft, dass ich dadurch ein bisschen flüssiger fahren kann, wenn das Einrad leichter wird und vielleicht auch die ein oder anderen Sprünge besser drehen kann, denn Sprünge sind nicht so ganz mein Fachgebiet. Im Endeffekt habe ich ziemlich lang gebraucht, mich an dieses neue Alurad zu gewöhnen. Am Ende konnte ich ähnlich gut damit fahren wie vorher, aber es hat sich nicht wirklich viel verbessert. Dann habe ich gesehen, wie in meinem Umfeld immer mehr Einradfahrer auf Med4One umgestiegen sind. Und ich wollte es auch mal ausprobieren. Zum Glück kann man an den Wettkämpfen immer die verschiedenen Einräder ausprobieren. Und Med4One ist fast immer mit einem Stand am Start. Das habe ich sehr geschätzt und es auch genutzt, dort ein Einrad auszuprobieren. Und bin auch im Training bei meinen Trainingspartnern immer mal wieder mit deren Einrad gefahren. So habe ich mich letztendlich dafür entschieden, dem Ganzen eine Chance zu geben und tatsächlich nochmal umzusteigen. Rückblickend konnte ich mich sogar erstaunlich schnell daran gewöhnen, obwohl so viele Teile komplett neu waren und sich wirklich sehr anders angefühlt haben. Aber irgendwie hat mir dieses Einrad von Anfang an ein gutes Gefühl gegeben. Und das kommt von jemandem, der jedes Mal Probleme hat, wenn er neue Schuhe einfahren muss. Aber ich dachte mir, manchmal sollte man neuen Dingen vielleicht auch eine Chance geben. Und was mir zuerst aufgefallen ist, dass dieses Einrad nochmal deutlich leichter ist als alle, die ich zuvor hatte. Und dieses Mal hat es mir wirklich den Vorteil gebracht, dass ich den Eindruck hatte, ich kann mich wirklich besser drehen. Ich habe im Allgemeinen nicht den elegantesten Fahrstil und habe mich deshalb auch schwer getan bei so etwas wie Trackseat-Drehungen, weil ich einfach zu viel Gewicht auf die Pedale gegeben habe und das Ganze zu doll rumgeschleudert habe. Ich hatte wirklich den Eindruck, dass mir das Med4One-Rad geholfen hat, daran zu arbeiten und das Ganze flüssiger und besser hinzubekommen. Heute kann ich Trackseat-Drehungen deutlich besser. Das liegt natürlich nicht nur am Einrad, sondern auch an vielem harten Training. Aber mir hat es das kleine bisschen bessere Gefühl gegeben, geschmeidiger fahren zu können und vor allen Dingen bestimmte Tricks so schön und flüssig fahren zu können, wie ich sie bei anderen Fahrern sehe und dachte, dass ich sie persönlich so nicht fahren kann, weil mein Fahrstil einfach nicht so schön ist. Aber das Rad hat mir geholfen, da einfach noch einen Schritt nach vorne zu kommen und mich ein bisschen wohler zu fühlen bei flüssigen, schönen Drehungen. Schauen wir uns jetzt die einzelnen Teile mal etwas genauer an. Zu Beginn zum Sattel. Der ist ein bisschen härter und schmaler, als ich es zuvor gewohnt war. Ich hatte ein bisschen die Befürchtung, dass es beim Stand-Up ein bisschen hart an den Knien sein könnte und auch, dass es auf Dauer, wenn man lange fährt, vielleicht sehr hart sein könnte. Es ist jetzt nicht der bequemste Sattel auf der Welt, aber für mich bietet der Sattel trotzdem einen großen Vorteil. Ich habe das Gefühl, ich kann den viel besser halten. Meine Hände sind jetzt nicht die allergrößten, aber normal groß. Und bei den anderen Sätteln hatte ich das Gefühl, ich komme nie so komplett rum. Hier kann ich mit meinem Daumen und meinem Zeigefinger komplett um den Sattel rumgreifen. Und wenn ich jetzt drehe bei Sprüngen und Ähnlichem, dann gibt mir das ein total gutes und sicheres Gefühl. Das heißt jetzt nicht, dass ich dadurch jeden Sprung besser springen kann, aber gerade weil mir Sprünge schwerfallen, ist es super, wenn ich dieses kleine bisschen extra Sicherheit und Stabilität fühle und deshalb mich das ein oder andere vielleicht so ein klein bisschen eher traue. Der Sattel hat sich also auf jeden Fall schon mal für mich gelohnt. Nun zur Gabel. Die Gabel hat hier oben 2 Löcher. Dies fand ich am Anfang ein bisschen merkwürdig. Ich dachte zumindest, dass es mich irgendwie stören könnte beim Fahren. Aber Entwarnung, man merkt es gar nicht. Ich weiß, dass diese Löcher dafür sorgen sollen, dass man einen noch besseren Stand hat und weniger schnell von der Gabel abrutscht. Ich kann jetzt nicht so genau sagen, ob ich mehr von der Gabel abrutschen würde, wenn genau diese Gabel diese Löcher nicht hätte. Aber ich kann eins sagen, ich habe einen wirklich guten Stand. Die Löcher stören gar nicht und was ich super finde, dass diese Gabel hier am Rand abgerundet ist. Das habe ich bei vielen anderen Herstellern schon gesehen, dass es nicht der Fall ist und früher hat es mich teilweise sehr gestört. Für alle, die mal Crossover oder Crossfahren in Beck gelernt haben,
Ihr wisst, was ich meine. Es ist verdammt schmerzhaft, wenn man bei jeder Umdrehung teilweise mit dem Bein an der Gabel reibt. Und wenn jetzt hier auch noch eine spitze Kante ist, dann tut das umso mehr weh. Oder auch bei Sprüngen, wenn man mit seinem Schienenbein volle Kanne gegen die Gabel springt. Das gehört bei uns einfach so oft dazu im Training. Und wenn es dann noch hier spitz ist, und das war mein Einrad früher, dann ist es noch mehr schmerzhaft und das muss echt nicht sein. Tatsächlich könnte die Gabel fast noch ein bisschen mehr abgerundet sein, aber ich sehe, dass sie sich auf jeden Fall hier schon mal Mühe gegeben haben, das möglichst glatt zu gestalten und das ist schon mal sehr viel wert und auf jeden Fall eine Verbesserung für mich zu dem, was ich vorher hatte. Der Reifen ist für mich ein sehr guter Mittelweg. Ich hatte sowohl schon Reifen, die mehr auf das Springen ausgelegt waren, die waren dann meistens etwas dicker und hatten mehr Profil, und Reifen, die mehr aufs Gleiten ausgelegt waren, die etwas dünner waren und dafür weniger Profil hatten. Für mich ist das ein wirklich guter Mittelweg. Ich habe den Eindruck, ich kann sowohl gut springen als auch gut gleiten damit. Das geht mit den anderen Reifen natürlich auch und Reifen sind auch echt oft eine Geschmackssache. Aber hier hatte ich das Gefühl, ich muss mich am wenigsten zwischen den beiden Sachen entscheiden. Und für mich bisher der größte Vorteil an diesem Reifen ist, dass es der schnellst einzufahrenste Reifen ist, den ich jemals hatte. Wie gesagt, ich tue mich echt schwer, wenn ich neue Reifen oder auch neue Schuhe einzufahren habe. Und wenn man die Kombination aus beidem hat, dann ist es besonders schlimm. Und ich hatte es immer so, dass ich ein paar Trainings das Gefühl hatte, nicht richtig gut fahren bzw. nicht richtig gut gleiten zu können. Und bei diesem Reifen geht das echt mega schnell. Nach einem Training kann ich eigentlich schon fast alles wieder so gut fahren wie vorher. Ich gleite dieses eine Training ein bisschen was ab. Da sind ein paar kleine Noppen dran, wie an jedem Reifen, die aber echt schnell runtergehen. Und dann ist das Problem nicht da, dass erstmal viel zu viel Profil da ist und ich erstmal auf eine Schicht runter muss, in der ich bequem gleiten kann, sondern das Gefühl ist da, dass ich direkt einen schön zu gleitenden Reifen habe. Und das ist für mich super viel wert, weil ich dadurch Zeit im Training spare, die ich ansonsten verlieren würde, den Reifen einzufahren. Die kann ich dann schon wieder nutzen, wirklich Tricks zu lernen und habe nicht das Gefühl, dass ich in den Trainings nicht weiterkomme, nur weil mein Reifen noch nicht richtig funktioniert. Die Kurbeln beim Med4One-Einrad sind recht breit und waren am Anfang das, was für mich am ungewohntesten waren. Ich mag, dass die Kurbeln so breit sind, sie sind sehr stabil und man hat einen sehr guten Stand, wenn man zum Beispiel auch Unispins springt und alle Sprünge, wo man abspringt, da sind sie wirklich sehr gut und ich habe einen guten Stand und das Gefühl, ich kann gut und breit landen. Das ist super. Aber da ich zuvor immer Kurbeln gefahren bin, die in der Mitte leicht abgeflacht sind, war es nun ganz schön ungewohnt, Kurbeln zu haben, die komplett gerade sind und damit nicht nur vorn und hinten einen Druckpunkt zu haben, sondern auch in der Mitte. Das hat mich am Anfang gerade bei Kreuzhopping etwas gestört. Das ist aber tatsächlich einfach wie eine Gewohnheitssache und hat, wie gesagt, auch viele Vorteile, insbesondere beim Abspringen. Das Einzige, was ich tatsächlich letztendlich von meinem alten Einrad behalten habe, sind die Pedalen. Und das ist einfach Gewohnheitssache. Ich kam schon immer mit denen gut klar und finde es super und habe eigentlich keinen Grund zu wechseln. Es gibt die verschiedensten Pedalen, die man auf diese Räder machen kann. Ich hatte die halt einfach noch und fand sie super. Ich habe mir dann die schwarzen kleinen beschichteten von Med4One mitbestellt, weil ich sie einfach mal austesten wollte. Ich finde, das ist eine spannende Idee, die so zu beschichten. Hat auch einige Vorteile, habe mich aber letztendlich dagegen entschieden. Ganz einfach aus zwei Gründen. Zum einen, die Pedale ist mir ein Ticken zu schmal. Die ist wirklich sehr schmal, sie ist ein Ticken schmaler als meine hier. Und wenn ich Feet under Pedals fahre, hatte ich das Gefühl, ich habe weniger Kontrolle unter der Pedale, weil sie so schmal ist, dass mein Fuß fast nicht mehr ganz drunter kommt. Zum anderen, der zweite kleine Minuspunkt für mich, diese Pedalen haben Rillen und fast alle Pedalen haben Rillen. Die schwarzen Med4One-Pedalen haben keine Rillen. Dafür sind sie beschichtet und man rutscht wirklich nicht runter und das ist auch gut. Aber beim Hackefahren zum Beispiel nutzt man eben diese Rillen so ein bisschen, um seinen Fuß hier reinzustellen. Und ich habe es ausprobiert, man kann mit diesen anderen Pedalen auch Hacke fahren, kein Problem. Aber ich mache mir das Leben schwieriger. Und normales Hackefahren ist kein Problem, aber wenn ich dann anfange, Hacke Einbein Extended zu fahren, wo es wirklich darauf ankommt, die perfekte Balance und den perfekten Grip auf der Pedale zu haben, dann ist es so viel einfacher, wenn ich diese kleine Rille habe, wo ich so ein klein bisschen meinen Fuß mit anlehnen kann. Und deswegen hat mir die neue Pedale letztendlich nicht mehr Vorteile gebracht als die hier. Und deshalb bin ich bei der geblieben. Also Med4One, falls ihr mal eine Pedale herstellen wollt, die so schmal und elegant und gut beschichtet ist, wie die ich getestet habe, aber vielleicht ein kleines Tickchen breiter und mit Rillen, das wäre sofort meine Pedale. Aber ansonsten, ich bin auch sehr zufrieden mit der hier und habe eigentlich gerade kein Problem, dabei zu bleiben.
Da sucht ihr euch am besten die Pedale aus, an die ihr gewöhnt seid, oder probiert verschiedene aus. Ich würde euch nur empfehlen, im Freestyle-Bereich keine Pedale zu wählen, die diese kleinen Spikes haben. Auch das gibt es, und wenn man dann hinfällt, tut es echt umso mehr weh. Also glatte Pedalen, die irgendwie in dieser Weise geribbelt oder beschichtet sind super. Kommen wir zum Fazit. Für mich ist das Med for One auf jeden Fall das richtige Einrad. Ich denke, für jeden von euch gibt es das richtige Einrad. Das Rad, womit ihr euch auf Dauer am wohlsten fühlt, gut klarkommt, am flüssigsten fahrt, und ihr solltet euer Rad finden. Wenn ihr mit eurem Rad schon zufrieden seid, dann bleibt dabei. Wenn ihr aber denkt, ihr könnt noch ein bisschen was rausholen und seid offen für Neues, dann probiert doch mal ein Med for One aus. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Vielleicht fährt jemand in eurem Verein Med for One oder beim nächsten Wettkampf am Stand. Probiert es einfach mal aus, testet es aus, probiert die Dinge, die ich angesprochen habe, ob sie euch einen Vorteil bringen, und bildet euch eure eigene Meinung. Nur dazu möchte ich euch hier anregen, damit ihr euer persönlich bestes Einrad findet, so wie ich meins gefunden habe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert hier diesen Channel. Und bis zum nächsten Mal bei Unicycle School.